gemacht? Scheiße. Kim ist die Frau, mit der ich alt werden will. Und wenn sie das erfährt, dann weiß ich ganz genau, dass sie weg ist. Also bitte tu mir den Gefallen und halt die Klappe. Versprochen. Nur weil du dich nachts in den Schlaf weinst, ist das noch lange kein Härtefall. Mich per Videoschalte dabei live zusehen zu lassen, wie du es mit Ansgar treibst. Ich finde den Fall ziemlich hart. Unser wichtigster Kunde springt ab vor der Show. Du versäumst wichtige Termine. Reiß dich zusammen. Scheidungstermin in 3 Wochen, ich finde, das klingt gut. Entschuldigst du mich jetzt? Ich habe noch wirklich viel zu tun. Diese Ehe wird niemals halten. Doch, das wird sie. Frank und ich, wir lieben uns. Liebe Güte, Sie klingen wie ein Backfisch. Liebe ist nicht immer genug und das wissen Sie. Mein Sohn wünscht sich Kinder. Wollen Sie ihm diesen Traum wirklich kaputt machen? Frank und Kinder, das höre ich zum ersten Mal. Nun, es ist nicht verwunderlich, dass er das Thema in Ihrer Beziehung ausgegrenzt hat. Schließlich ist offensichtlich, dass Sie das hinter sich haben. Sind Sie sich Ihrer Unverschämtheiten eigentlich bewusst? Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, das ist absolut nichts Persönliches. Ach, also wissen Sie, persönlicher kann es gar nicht mehr werden. Wenn Sie wüssten, dass Ihre Tochter Bella sich nichts sehnlicher wünscht, als eigene Kinder zu bekommen, würden Sie ihr dann nicht auch von einer Beziehung abraten, in der ihr dieser Wunsch niemals erfüllt werden kann? Ich würde vor allen Dingen mit meiner Tochter darüber sprechen und nicht mit ihrem Partner. Er wollte sie bestimmt nicht vor den Kopf stoßen. Aber der Wunsch nach eigenen Kindern ist eine Lebensentscheidung. Die wirft man nicht so eben über Bord. Vielleicht kann man sich in der ersten Euphorie der Verliebtheit etwas vormachen, aber irgendwann... Entschuldigt. Ah, das war der Kollege Schulze, da musste ich dran. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich gut unterhält. Ich habe gleich noch einen Termin, aber ich würde mich über ein gemeinsames Abendessen sehr freuen. Na klar, das ist doch wunderbar. Charlie, du, hä? Heute Abend bei uns? Passt das? Ja, natürlich. Ich werde uns etwas zaubern. Nur eine Kleinigkeit. Ja. Was für ein Tag. Ich ziehe die Schlinge um den Kokainring immer enger. Und die beiden wichtigsten Frauen meines Lebens verstehen sich mittlerweile blendend. Tanja, wir müssen noch den genauen Ablauf der Show besprechen. Ja, aber nicht jetzt, später. Ja, wann denn? In 3 Tagen ist die Modenschau. Ich war vorhin schon mal da, aber da warst du nicht da. Ich habe Emma zu ihrer Nanny gebracht. Jetzt gleich habe ich einen Termin. Danach möchte ich den Entwurf fürs Finale sehen. Das Finalkleid hat Ansgar Juri gegeben. Hast du das vergessen? Ach, wieso frage ich dich eigentlich? Du hältst es ja nicht mal für nötig, zum Meeting zu erscheinen. In dieser Angelegenheit ist das letzte Wort noch gar nicht gesprochen, Rebecca. Ja, das will ich auch stark hoffen. Sonst haben wir beide nämlich wirklich ein ernsthaftes Problem. Entschuldigung, bitte, wie redest du überhaupt mit mir? Ja, wie man mit jemandem redet, der nichts mehr auf die Reihe bekommt. Selbst Ansgar traut dir nichts mehr zu, nachdem du es sogar geschafft hast, Mosch zu vergraulen, unseren besten Einkäufer. Mit dem ich mich gleich treffe. Kümmere du dich um die Kollektion und ich kümmere mich ums Geschäft. Präsentier mir ein Kleid, das mich umhaut. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Ansgar sich noch mal umentscheidet. Männer sind berechenbar. Und ich war schon immer ziemlich gut in Mathe. Hello, sunshine. Hello, good times. Goodbye, heartache. Love is here again. Hey, Emilio, ich wollte mal fragen, ob schon jemand den Burrito à la Kim gekauft hat. Ja gut, eigentlich wollte ich nur deine Stimme hören. Hast du vielleicht mal so ein Stündchen Zeit, dann könnten wir uns ja treffen. Na da. Was machst du da? Der Stoff für... Oh, ich bin wohl ein bisschen vom Weg abgekommen. Oh mein Gott, der Stoff ist ja voll im Arsch. Das ist der letzte Ballen, den ich davon habe. Ja, du gehst mit Emilios Shirt auch so um. Hm? Entschuldigung. Ich glaube, mir ist schlecht. Und wie lautet dein Urteil über meine Mutter? Oh, den Blick kenne ich. War noch irgendwas? Nein, nicht. Ach komm, nach dem anfänglichen Schrecken hat sie sich doch ganz gut zusammengerissen. Außerdem hat sie keine schlimmen Geschichten aus meiner Kindheit ausgeplaudert. Ach, Charlie, ja? Schwiegereltern sind doch immer das kalte Grau. Außerdem ist sie gar nicht so, was soll ich sagen, gar nicht so schlimm wie... Elisabeth, du bist immer noch unterwegs? Ach, hallo, ihr beiden. Ihr seid meine Rettung. Der Kleine hat nämlich die Windel voll und Jessica hat das Babydeckchen vergessen.
wenn ihr mir vielleicht mit dem Kind helfen könntet und es mal halten. Ja? Soll ich mal? Ja, gerne. Kein Problem. So, mein lieber Max. Vorsicht, Kopf. So, mein Lieber, da wollen wir dir mal ein bisschen aus der Patsche helfen, was? Ja. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures. Charlie, was ist denn los? Guckst ja wie so ein weitwundes Reh. Ach, seine Mutter. Ach ja, du hast sie ja kennengelernt. Und? Wie ist sie? Frag nicht. Martha, bitte sag nicht, dass du auf Emilies Shirt gekotzt hast. Also, wenn nicht, ich hab was zum Anziehen dabei. Und wenn doch, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ey, alles bestens. Ich habe nur was Falsches gegessen, danke. Okay. Jetzt komm doch mal raus. My mind is like a heavy hand, always making more of what really happened. A critical imagination, always working overtime. Maybe this is what the world will see. A tiny little version of the tallest tree, an optical illusion of the human Martha, mind. warum rufst du an? Wir sollten... Ich weiß, nur das Nötigste miteinander reden, aber du, ich kann das nicht mehr. Mensch, wir hatten uns doch geeinigt. Hey, ich kann nicht mehr. Hast du es verstanden? Ich weiß wirklich nicht, ob wir das Richtige tun. Martha, wenn Kim davon erfährt, das verzeiht sie mir nie und dir auch nicht. Die macht dir das Leben zur Hölle. Hey, ich bin einfach mit in die Kiste gesprungen, ja? Mit dem Mann meiner Cousine. Nur aus Frust, weil ich so blöd war. Ich hab's verdient, wenn sie mir das Leben zur Hölle macht. Mensch, ich kann ohne Kim nicht. Bitte. Du musst dich halten. Okay. Wenn es niemals jemand erfährt, dann ist das so, als ob es nie passiert wäre. Irgendwann zumindest. Verstanden. Herzlich willkommen. Sie werden bereits erwartet. Ich hätte gern Champagner. Den werden Sie brauchen. Herr Morsch, es ist viel zu lange her. Verehrte Gräfin, was für eine Freude, Sie zu sehen. Kann es sein, dass Sie mit jedem Jahr jünger werden? Genau deswegen wollte ich mich mit Ihnen treffen. Wegen Ihrer charmanten Komplimente. Was machen die Geschäfte, Frau von Landstein? Ausgezeichnet. Ach, ich muss mich noch bei Ihnen entschuldigen. Wir haben noch gar nicht über den neuen Vertrag, über unsere nächste Kollektion gesprochen. Der Fehler liegt natürlich bei mir. Aber ich gehe davon aus, dass Sie die Kollektion wie jedes Jahr ordern, oder? In diesem Fall muss ich Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass Sie Ihre und meine Zeit vergeuden. Darf ich fragen, was das Vertrauen in meine Firma so erschüttert? Zum einen der Verlust von... Huch! Der Verlust von Clarissa von Anstetten. Clarissa von Anstetten? Wissen Sie, das ist ein Verlust, den wir verschmerzen müssen und auch können. Des Weiteren haben Sie Juri Adam eingekauft, eine unbekannte Größe und somit ein nicht kalkulierbares Risiko. Juri Adam wird von der Fachpresse als neuer Stern am Modehimmel gehandelt. Prösterchen. Kommen Sie doch einfach zu der Show in 3 Tagen und überzeugen Sie sich selbst. Es tut mir leid, aber seit dem letzten Personalwechsel bei LCL ist mein Vertrauen in das Label, sagen wir mal, erschüttert. Also ein Besuch der Show wäre reine Zeitverschwendung. Wir gehen ehrlich gesagt davon aus, dass die Verkaufszahlen durch die Decke schießen werden. Abwarten. Herr Mosch, eigentlich sind Sie doch jemand, der immer gerne die Kollektion als erster verkauft. Ach, Frau von Lahnstein, ich bin Geschäftsmann
Und als solcher möchte ich sichere Investitionen tätigen. Lieber verpasse ich mal einen Trend, als im Falschen hinterherzujagen. Meine Chefdesignerin Rebecca von Lahnstein hat sich dieses Jahr aber selbst übertroffen. Und Sie vertrauen doch meinem Urteil, oder? Gegenfrage. Ist es richtig, dass Sie Ihre Anteile an Ansgar von Lahnstein verkauft haben und somit Ihre Firma von einer Person geführt wird, die so viel von Mode versteht wie ich vom Zementmischen? Ah. Ja, blöd. Sogar auf der Toilette nicht alleine. Aber mir war wirklich schlecht. Also jetzt nicht mehr. Aber, also ich muss nicht mehr. Das muss doch gar nicht so blöd gucken. Ja, Martha Wolf hat mit dem Mann ihrer Cousine geschlafen. Das ist meine Privatsphäre, ja? Und du bist ja auch nicht der Einzige, der hier Sex hat. Ich habe auch Sex. Also ich habe manchmal Sex und das ist mir auch vollkommen egal, wie du darüber denkst. Hey, mit wem du in die Kiste steigst, ist doch nicht mein Problem. Solange du den Überblick behältst. Ich behalte den Überblick. Die Show ist verdammt wichtig. Also bleib cool. Ich bleib cool. Man kann sich doch mal in den Falschen verlieben, ne? Ich bin nicht in Emilio verliebt. Du bist ja gar nicht so unschuldig, wie ich dachte. Flittchen. Mein lieber Herr Mosch, ich bin Geschäftsfrau. Die Entscheidung, Ansgar von Lahnstein in die Firma zu holen, war eine rein finanzielle. Die kreative Seite des Unternehmens liegt nach wie vor in meiner Hand. Ja, es mag ja alles sein, aber so wie ich das sehe, ist Geschäft für mich Vertrauen. Und ich glaube nicht, dass ich mit Herrn von Lahnstein irgendetwas gemeinsam habe. Herr Ober? Herr Ober, Zahlen bitte. So. Und der Rest ist für Sie. Vielen Dank. Zu großzügig. Werte Gräfin, ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Ganz bestimmt. Luca? Sagen Sie, kennen Sie Herrn Mosch? Besser als mir lieb ist. Ich bin kurz davor, ein Geschäft mit ihm abzuschließen. Und ich habe da so ein paar Sachen gehört. Drogen, Korruption. Es steht mir natürlich nicht zu, Ihnen diese Informationen mitzuteilen. Nein, natürlich nicht. Aber bei allem, was Sie über ihn hören, über diesen Mann, legen Sie noch eine Schippe drauf. Ich selbst war mal Kellner für ihn auf einem Event. Was ich da erlebt habe, das darf ich keinem erzählen. Also da war aber ein Profi am Werk. Allerdings, mein lieber Max, dein Outfit war mehr als beeindruckend. Nein, ich meine Sie. Ich wusste gar nicht, dass Sie so gut mit Kindern umgehen können. Ja, als zweifacher Partneronkel hat man sowas drauf. Komm, sag mal, und seine Mutter, die hat wirklich gedacht, du bist die Mutter der Braut. Ja, war ziemlich peinlich. Weißt du was, Tani? Ich an ihrer Stelle. Ich würde mir Sorgen machen, wenn mein Sohn mit so einem superjungen Flittchen ankäme. Anstelle einer erfolgreichen Frau im besten Alter. Naja. Wie ging denn das Treffen dann noch weiter? Oh, wir werden sicherlich dicke Freundinnen. Wir sind ein gutes Team hier, wir beiden. Wo ist Tanja? Mal sehen. Unterm Tisch ist sie nicht. Und da muss ich auch schon weiterarbeiten. Ah, bist du mir auf dem Sonnendeck hier, was? Du bist doch ihre Assistentin, du weißt, wo sie steckt. Deswegen hänge ich auch nicht an ihr wie eine Halskrause. Mit einem Wort, du bist nicht informiert. Doch. Sie hat einen Termin. Mit wem? Jetzt bist du aber ganz schön neugierig. Gott, ich frage mich, warum du überhaupt auf unserer Gehaltsliste stehst. Jessica,
Das ist für Tanja. Sorg dafür, dass sie es direkt nach dem Termin mit Mosch bekommt, ja? Das ist absolut vertraulich. Moment mal, Tanja hat einen Termin mit Mosch? Sie werden diese Informationen doch vertraulich behandeln. Ja, selbstverständlich. Für wen halten Sie mich? Ansgar, was willst du? Warum bin ich bei dem Termin mit Mosch nicht dabei? Weil er lieber Zement mischt, als mit dir über Mode zu diskutieren. Was soll das denn heißen? Soll heißen, er traut dir den Job nicht zu. Das ist mir doch scheißegal. Hat er unterschrieben? Noch nicht. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Mahlzeit. Oh, wie sieht's hier aus? Was in deinem alten Zimmer kippen. So, Victoria ist bei der Freundin. Ich habe die Fritteuse aus dem Keller geholt. Bist du fertig, Martha? Wir wollen heute frittieren. Ach, du hast dir gar nicht Bescheid gesagt? Ich habe sowieso keinen Hunger. Ja. Also uns musst du nichts vormachen. Hm? Aber ihr war vorhin sehr schlecht. Aha. Wenn du willst, frittiert ihr auch einen Schaumkuss. Und weißt, wer noch kommt? Emilio. Oh, cool. Er hat extra seine Bude zugemacht. Super. Also dann, Abmarsch. Was ist mit Ihnen, Yogi? Yogi. Nächstes Mal gerne. Ich muss noch arbeiten. Ja, ich auch. Was denn? Ich habe noch super viel dort zu tun und hier eine ganze Menge. Wir haben in ein paar Tagen eine Show. Werden wahrscheinlich die ganze Nacht über hier bleiben. Leider. Schade. Selber schuld. Komm, wir gehen zu Fuß. Die paar Stufen. Das war jetzt aber auch echt letzte Eisenbahn. Danke. Ja, das mit Emilio. Du weißt schon, das wird ein Problem. Ich brauche dich wirklich die ganze Nacht. Abschlusskleid. Ach so. Klar. Ja, natürlich für heute Abend. Da ist doch die Premiere, oder? Oh Gott, dann sehen Sie doch mal nach. Tanja von Lahnstein. Ja, die Lahnstein. Wie viel kennen Sie noch? Na also, geht doch. Übrigens, die Opernkarten sollen eine Überraschung sein. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie anonym liefern. Ja, danke. Schön. Ja, ihr braucht jetzt Zeit füreinander. Wer? Du gehst mit Sebastian in die Oper. Was? Nein. Nein, wie kommst du auf sowas? Naja, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da hatte ich schon das Gefühl, dass du die Scheidung doch noch abwenden willst. Im Gegenteil, ich habe der Härtefallregelung zugestimmt. In 3 Wochen ist unsere Ehe nur noch ein Eintrag in einer dubiosen Akte. Verzeihen, Gräfin, ist das der Wein, den Sie meinten? Justus, doch nicht dieser Billigfusel. Plündern Sie Ansgars Weinkeller. Aber Gräfin, das... Nein, er hat nichts dagegen. Dann habe ich da wohl was missverstanden. Wie kommst du darauf, dass ich jetzt noch auf Sebastian setze? Setzen? Ich dachte, wir sprechen hier von Gefühlen. Marlene, du weißt, wie ich dazu stehe. Diese Ehe hat mir nichts als Probleme eingebracht. Ansgar hingegen ist berechenbar. Er wird mir noch einiges bringen. Du denkst doch nicht, ich sehe zu, wie ich hier alles verliere, oder? Aber du liebst Sebastian. Und du hast doch bestimmt heute Abend noch was vor, hm? Ich kann keine Zuschauer gebrauchen. Danke, aber den Anblick erspare ich mir gerne freiwillig. Nein, ich will nicht Ansgar verführen. Ich sorge dafür, dass das Kleid deiner kleinen Freundin den krönenden Abschluss der Show bildet. Ich habe wirklich gedacht, Sebastian hat dich verändert. Hey, Hey. jetzt ist es amtlich. Ich habe den absoluten Oberspießer zum Freund. Wir waren heute Mittag shoppen und er wollte mir ein Kleid für deine Hochzeit kaufen, weil, ich zitiere, bei einer Frau wie Charlie wird auf die Etikette geachtet. Der wollte mir nicht glauben, dass wir alle nackt gehen. Keine Sorge, du musst dir kein Kleid kaufen. Was? Es wird keine Hochzeit geben. Oh, Charlie, kriegst du jetzt wieder kalte Füße? Frank will Kinder. Hat er das gesagt? Nein, aber seine Mutter. Also, du weißt auch nicht, wem wir die Premierenkarten zu verdanken haben? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber Mozart und Balkon, das lasse ich mir nicht entgehen. Ja.
Natürlich, hätte ich mir doch denken können. Lisbeth sucht einen neuen Grafen und du willst ein wenig deine Wunden lecken? Tanja, Tanja, du bist die Ex-Frau, die man sich wünscht. Du musst dich ja reizen um ihn und die lustige Witwe. Für das, was ich geplant habe, kann ich keine Moralapostel gebrauchen. Ach, weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob ich in Stimmung bin. Jetzt, wo du unseren besten Kunden vergrault hast. Es tut mir leid, dass ich dein Ego enttäuschen muss, Ansgar, aber ich bin mit Mosch zum Essen verabredet. Was denn? Ist das, was ich denke? 100 Milligramm pure Energie. Mein Lieber, da wird Moschi aber ganz schön in Stimmung kommen. Wie kommst du eigentlich drauf, dass er Rückenwind braucht? Ich habe mich unter das gemeine Volk gemischt und ein paar Informationen gesammelt. So, so. Und jetzt stellst du dich höchstpersönlich für Moschis niedere Bedürfnisse zur Verfügung? Nein, dafür kommen 3 Damen zum Dessert. Ich habe die Nummern übrigens aus deinem Timer. Ich gehe also davon aus, dass sie erstklassig sind. Vielleicht sollte ich mir dieses Meeting doch nicht entgehen lassen. Ich bestehe drauf, Ansgar. Und du wirst ihm klar machen, dass ihr mehr gemeinsam habt, als ihr glaubt. Tanja, wenn du Mosch zurückholst, tue ich doch, was du willst. Was denn? Ich hatte kein Mittagessen. Ich auch nicht. Mal lieber zu der Party von deinem Onkel gehen sollen. Lieber nicht. Soll ich was bestellen? Rebecca, willst du was essen? Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Ruhe gerade. Weißt du was? Oh, einen frischen Kopf. Komm, wir gehen. Wohin? Na, essen. Du und ich. Ja, na klar. Also wirklich. Wie kann diese Frau hierher kommen und dich beleidigen, sobald Frank euch den Rücken zudreht? Dass du dir das gefallen lässt. Ach, Bella, Franks Mutter ist mir doch im Zweifelsfall egal. Es geht um Frank. Er wünscht sich Kinder. Woher willst du das wissen? Du hast ihn noch nicht mal selber gefragt. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Ah, komm, mach mir doch nichts vor. Hm? Du brauchst auch nicht immer gleich alles zu glauben, was Mama Helmke dir auftischt. Okay, weil ich Angst vor einer Antwort habe? Was, wenn es stimmt? Oder noch schlimmer, wenn er es leugnet, aber ich weiß, er tut es nur, um mich zu verletzen. Gut, aber du kannst das Thema nicht immer ausblenden. Er ist dein Mann. Noch nicht. Bella, es geht nicht, dass Frank seine Wünsche meinen hinten anstellt. Ich weiß nun wirklich, was es heißt, keine Familie zu haben. Da frisst man einiges in sich rein. Für den Moment kann er den Wunsch vielleicht vergessen, aber irgendwann holt er ihn wieder ein. Und dann ist es vielleicht zu spät. Jeden Tag werde ich den Vorwurf in seinen Augen sehen. Das schaffe ich nicht, Bella. Also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, du bist schwanger. Und ein bisschen hysterisch. Das ist nicht witzig. Doch, ein kleines bisschen schon.
Komm, was nicht witzig ist, ist, dass diese Frau versucht, dich loszuwerden. Deshalb musst du auch mit Frank sprechen. Okay? Ich meine, du musst das Thema klären, sonst wirst du irgendwann noch ganz verrückt. Tanja, wie wär's, wenn du den Table Dance übernimmst? Ansgar, dein Träumen vielleicht. Gräfin, Ihr Gast ist soeben angekommen. Danke, Justus. Versaus nicht, Tanja. Herr Mosch. Wie schön, dass Sie es einrichten. Ja, ich freue mich auch. Und ich muss sagen, ich bin von Ihrem Anwesen und Ihrer Beharrlichkeit sehr beeindruckt. Ansgar von Lahnstein, wir hatten noch nicht das persönliche Vergnügen. Der Banker, der sich für die Modewelt berufen fühlt. Sehr schön. Bitte, die Mode interessiert mich nicht. Allerdings interessiert mich ein gutes Geschäft. Und LCL mit Tanja an der Spitze ist ein gutes Geschäft. Aber wie ich höre, haben Sie den Glauben daran verloren. Wird doch Zeit, dass wir dieses kleine Missverständnis ausräumen, oder? Ja, um das auszuräumen, wird ein Abendessen nicht ausreichen. Ach, Herr Mosch, lassen Sie sich überraschen. Das Dessert ist delikat und ganz nach Ihrem Geschmack. So, da bin ich. Tut mir leid, ging nicht schneller. Hallo, Bella. Hallo. Was gibt's? Ich wollte wissen, ob du... Ja. Wegen deiner Mutter. Ja? Du bist ja ihr Sohn. Ja. Und sie kennt dich gut. Ja. Und du sie. Charlie, was ist los? Raus mit der Sprache. Trinkt sie rot oder weiß? Deswegen hast du mich hier gebeten, um mich das zu fragen? Willst du Kinder? Was? Ja, hi da. Hi, Papa hat mir erzählt, dass du auch nicht bei der Frittierorgie dabei sein kannst. Ich bin auf dem Heimweg und habe noch eine halbe Pizza. Soll ich sie dir vorbeibringen? Das ist nett, aber ich sitze mit Juri beim Mexikaner. Das ist doch komplett gegen die Regeln. Welche Regeln? Das ist ein Arbeitsessen. Na eben. Aber wie soll ich mich denn bitte konzentrieren, wenn er mir direkt gegenüber sitzt? Und dann starrt er mich auch noch an und sagt die ganze Zeit nichts. Ey, da bin ich total nervös. Und soll ich dir mal sagen, wie klein der Tisch ist? Ja, ich sitze doch fast bei dem auf dem Schoß. Ich kann nicht mal meine Beine ausstrecken, sonst denkt er sofort, dass ich füßel. Oh mein Gott, nicht, dass man euch rausschmeißt, weil ihr die mexikanischen Tischsitten verletzt. Du, der kommt wieder. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, locker bleiben und keine privaten Themen. Klar? Locker bleiben, keine privaten Themen. Hm? Was? Nichts. Jetzt. Ist mir gerade eingefallen. Wow. Das ist gut. Weißt du schon, was du nimmst? Ja, Pizza esse ich ja nicht. Vielleicht Gambas. Die haben keine Kohlenhydrate, viel Eiweiß. Oder einen Salat. Ich meine, geht ja gar nicht darum, satt zu werden. Ne? Ich nehme Steak. Auch nicht schlecht. Magst du Tequila? Also, das ist jetzt schon eine private Frage. Und das ist doch ein Geschäftsessen. Oder? Deine Mutter denkt, meine Mutter ist nicht die Richtige, weil sie deinen ach so großen Kinderwunsch nicht stillen kann. Mein Kinderwunsch. Sie meint es bestimmt nur gut. Das hat sie zu dir gesagt? Frank, ich will dir nicht im Weg stehen. Meine Mutter. Charlie, du stehst mir bei gar nichts im Weg, okay? Dann wolltest du nie Kinder? Nein. Ja, früher mal. Saskia und ich, wir haben es mal eine Weile probiert und es hat nicht funktioniert. Und das ist auch vollkommen okay so. Ich habe 2 Patenkinder und die sind was ganz Wunderbares. Besonders, wenn ich sie nach 3 bis 4 Stunden wieder abgeben kann.
Ich will die Freiheit nicht aufgeben und ich will vor allen Dingen die Zweisamkeit mit dir nicht aufgeben, okay? Ich verstehe nur gar nicht, warum deine Mutter so überzeugt davon ist. Ja, das begreife ich auch nicht. Ah, du kommst genau richtig. Zeig mal gerade. Wir beiden haben was zu besprechen. Romantisch. Ja. Ich würde vorschlagen, wir beeilen uns beim Essen und dann fahren wir wieder zurück in die Firma. Vielleicht, ich würde mal ganz gerne mit dir über diesen Entwurf reden. Ich finde, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr in der Konkret herkommen. Lass uns doch mal nicht über die Arbeit reden. Okay. Lenk mich ab. Wie? Ja, im Leben passiert doch eine ganze Menge. Stopp. Ich möchte nicht über Emilio reden. Zu privat. Sowas passiert. Aber auch nur mir. Ich hatte zum Beispiel mal was mit der Verlobten eines ziemlich guten Freundes. Die ist mir auf ihrem Junggesellenabschied in die Arme gelaufen und wollte Spaß haben. Na, ich nicht. Ich will keinen Spaß haben. Also, zumindest nicht mit Emilio. Mit wem willst du denn Spaß haben? Also, das geht dich ja wohl nichts an. Endlich passiert dir auch mal sowas. Sag mal, du streichelst gerade mit dem Fuß meine Wade. Was? Ich hab nicht gefüßelt. Martha, du männermordendes Ding. Hey, hey! Wie kommst du zu sowas? Ich hab doch nicht. Hast du das gesagt? Und bitte spar dir das Theater, Mama. Ich kenne dich lange genug. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie das abgelaufen ist. Klar kannst du das. Nur dich in mich hineinversetzen, das kannst du nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es einen Grund gibt, dass ich jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen haben müsste. Du machst einen Fehler, Frank. Na Herrgott, die Frau könnte deine Mutter sein. Mama, bitte reiß dich mal zusammen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich alles falsch gemacht habe als Mutter. Wieso das denn jetzt schon wieder? Ja, du bist Polizist, du riskierst dein Leben. Das ist schon kaum auszuhalten. Und jetzt lässt du dich auf eine Beziehung ein, die ganz offensichtlich keine Zukunft hat. Mama, ich will keine Kinder. Schon lange nicht mehr. Was du wüsstest, wenn du vorher mit mir geredet hättest. Du vergisst dich selbst. Für eine Frau. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich um diese Frau gekämpft habe. Und deswegen lasse ich nicht zu, dass du sie derart manipulierst. Also, zwing mich nicht, mich zwischen euch zu entscheiden. So, das geht aufs Haus. Stimmt so. Rechnung brauche ich nicht. Doch, braucht er. Ich mache diesen Papierkram. Ich aber. Schönen Abend. Ich wohne hier gleich um die Ecke. Lass uns doch kurz zu mir gehen, dann kann ich mich umziehen. Ich soll nach Hause. Ist das ein Problem? Nee, ich dachte, wir haben doch unsere ganzen Materialien in der Firma. Ah, ich habe noch ein bisschen Nesselstoff aus den 30er Jahren da. Auf dem Weg können wir eine Flasche Rotwein holen. Das kann ich nicht. Warum? Ich meine, ich kann so nicht arbeiten. Martha, warum bist denn du so nervös? Bin ich nervös? Ich möchte einfach nur nicht zu dir nach Hause. Das hier ist kein Date. Ich weiß. Ich
Ich bin nicht Emilio. Hören Sie, ich weiß Ihren Einsatz zu schätzen. Ich werde auch nicht in Ihre Kollektion investieren, wenn ich nicht weiß, wie sie ankommt. Das Risiko ist mir einfach zu hoch. Wir sollten zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Wenn Sie meinen, Sie müssen mich nur abfüllen. Ach, nichts liegt uns ferner. Wir respektieren Ihre Vorsicht. Kommen wir zum Dessert. Gerne, Gräfin. Wenn Sie mir folgen wollen. Sehr gerne, Gräfin. Ich hoffe, ich habe Ihren Geschmack getroffen. Auf den Punkt, Gräfin, auf den Punkt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich zum gemütlichen Teil über. Ja, setzen wir uns doch ein bisschen. Na, damit habe ich heute gar nicht mehr gerechnet. So, hopp, hopp, hopp. Ah, herrlich, herrlich. Das fühlt sich doch gut an. Also so ein gutes Dessert habe ich schon lange nicht mehr gehabt, Gräfin. Es wird immer besser. Was haben wir denn da? Ah, wunderbar. Sie wissen wirklich, was gut ist. Mach's dir bequem. Hier. Na, wie war das Essen? Hey, ich brauche deine Hilfe. Ich bin bei dem zu Hause und ich soll es mir bequem machen, aber hier ist so ein riesengroßes Bett. Was macht ihr denn bei ihm zu Hause? Na, arbeiten. Also, glaube ich zumindest. Der hat sein T-Shirt ausgezogen. Was mache ich denn jetzt? Mach, dass du da wegkommst. Ihr habt doch gerade gegessen. Die ist plötzlich ganz schlecht geworden. Kim meinte, es ging dir heute Mittag schon nicht so gut. Das ist doch sehr glaubhaft. Oh, du bist perfekt. Danke. Meinst du? Mhm. Ist super. Alles okay? Mir ist übel. Schon wieder? Musst du nach Hause? Nee, das geht schon. Komm mal her. Schreib doch mal auf, was du für Stoffe im Kopf hattest vorhin. Charlie, ich denke, meine Mutter möchte was mit dir klären. Es tut mir leid, wenn ich Sie verunsichert habe. Ich habe wohl meinen eigenen Wunsch nach einem Enkelkind auf meinen Sohn projiziert und dabei außer Acht gelassen, was seine eigenen Wünsche sind oder Ihre. Ich entschuldige mich. Ja, dann wissen wir ja jetzt alle, woran wir sind. Und ich mach den Wein auf. Ich akzeptiere die Entscheidung meines Sohnes.
Das heißt nicht, dass ich sie für richtig halte. Aber wenn er wirklich glaubt, dass Sie die Richtige für ihn sind, er ist erwachsen. Ich kann ihn nicht ewig vor seinen Fehlern beschützen. So. Zur Feier des Tages. Oh, ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen nicht vertraut habe. Wir verstehen uns doch. Vielleicht lässt sich dieses Vertrauen ja auch auf unsere Kollektion ausweiten, Herr Mosch. Wenn Sie glauben, dass Sie mich einfach nur betrunken machen können, dass ich käuflich bin, mein Lieber, da haben Sie sich aber getäuscht. Ne? Obwohl, wenn ich Ihre Argumente hier so anschaue... Oh mein Gott, die Musik, die kenne ich, mein Lieber. Gräfin. Herr Mosch. Gräfin, hallo. Wo soll ich? Wo darf ich? Gerne. Auf deine Unterschrift. Ich lasse Sie dann mal alleine. Viel Spaß. Gräfin. Sie können aber gerne zu uns kommen, wenn Sie Nein, wollen. danke, Herr Mosch. Dann ist ja noch ein richtig netter Arsch. Notrufzentrale Düsseldorf. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, spricht da die Polizei? Ich wurde als Escortdame hier nach Königsbrunn bestellt und ich dachte, das wäre eine ganz normale Abendveranstaltung. Aber die zwingen mich hier, Kokain zu nehmen. Was hältst du von dem?